Wenn du glaubst, dass du mit deinem Makroobjektiv diesen Stein hier von vorne bis hinten komplett scharf abgebildet bekommst, dann verlierst du einfach gegen die Physik. Es gibt aber einen ziemlich einfachen Trick, wie es trotzdem klappt, und den zeige ich dir hier in diesem Tutorial. Los geht's! Hi, ich bin Jörg und nein, ich bin wirklich kein professioneller Schmuckfotograf, aber ich wollte einfach wissen, wie weit ich bei so einem winzigen Motiv wie diesem Edelstein hier gehen kann. Los geht's mit der Hardware. Das GF 120 mm f4 Makro, das erreicht bereits ohne Zubehör einen Abbildungsmaßstab von 1:2. Für meinen kleinen Edelstein wollte ich aber noch näher ran. Deshalb sitzt eben zwischen Kamera und Objektiv zusätzlich dieser Zwischenring, den ich jetzt schon montiert habe. Das ist der MCEX 45G. Allerdings erkaufe ich mir die stärkere Vergrößerung mit ungefähr 2 Blenden Lichtverlust und einer Schärfentiefe, die jetzt wirklich hauchdünn wird. Die Lösung dazu, die heißt allerdings Focus Stacking. Und da brauchen wir 30, 40 oder noch mehr Aufnahmen, bei denen der Fokus jedes Mal nur einen winzigen Schritt weiter wandert. Die gute Nachricht zuerst, ich muss den Fokus nicht für jede einzelne Aufnahme von Hand verschieben. Die GFX 102 und übrigens auch viele andere Fuji-Kameras können das automatisch. Allerdings heißt die Funktion bei Fujifilm nicht Focus Stacking, sondern Focus Bracketing. Das muss man wissen. Die Kamera, die setzt später nicht automatisch das fertige Bild zusammen. Sie übernimmt die Aufnahmereihe und verschiebt dabei den Fokus nach jedem Foto automatisch ein ganz kleines Stück weiter. Das eigentliche Stacking, also das Zusammensetzen der verschiedenen Schärfeebenen, das erledigen wir später am Rechner. Bevor wir loslegen, gibt es aber 2 Dinge, die wirklich entscheidend sind. Erstens, die Kamera, die darf sich während der kompletten Serie absolut nicht bewegen. Wenn ich beim Drücken des Auslösers die Kamera auch nur minimal verwackel, kann mir das den gesamten Stack versauen. Deshalb stabiles Stativ und die Aufnahme am besten dann eben mit dem Fernauslöser oder einer Auslöseverzögerung starten. Und zweitens Bildstabilisator aus. Das klingt erstmal widersinnig, schließlich sorgt doch der Stabilisator eigentlich genau dafür, dass Bewegungen eben verhindert werden. Aber auf dem Stativ kann der Bildstabilisator versuchen, Bewegungen auszugleichen, die überhaupt nicht vorhanden sind. Das merkst du im normalen Betrieb, wenn du fotografierst, gar nicht. Da ist es ja absolut gut, dass ausgeglichen wird. Aber im Makrobereich, da können sich die Bilder dadurch eben minimal verschieben und ja auch hier dann die gesamte Arbeit ruinieren. Und wir wollen ja eine Serie, die möglichst deckungsgleich ist und von daher unbedingt den Bildstabilisator an dem Objektiv ausschalten. Jetzt nehmen wir die Einstellungen an der Kamera vor. Du tippst hier auf Drive und gehst dann im Menü auf das Bracketing. Und hier brauchen wir natürlich das Focus Bracketing. Um die Einstellung dafür vorzunehmen, da tippst du dann auf das Q-Menü auf der rechten Seite. Dort wählst du manuell aus, tippst dann auch nach rechts. Und hier wird es jetzt etwas tricky. Das ist einmal die Frage, wie viele Bilder gemacht werden sollen. Hier sind jetzt 20 ausgewählt. Ganz ehrlich, für die Aufnahme hier habe ich später 40 gemacht. Schritt bedeutet, wie viel Feinschärfe-Schritte genommen werden sollen. 10 ist das Maximum. Und Intervall, ob Pausen zwischen den Aufnahmen gemacht werden soll. In dem Fall lassen wir das auf 0, das ist völlig okay. Jetzt ist wichtig, dass du den Fokus auf den Einzelpunktfokus stellst. Und den kannst du jetzt ganz einfach über das Touchscreen antippen. Wichtig ist, du musst den vordersten Punkt der Aufnahme treffen, weil die Aufnahme, die Schärfentiefe-Versetzung, die geht immer in den Hintergrund, vom Vordergrund in den Hintergrund. Ganz wichtig auch noch, den Selbstauslöser aktivieren, denn damit vermeidest du, dass beim Auslösen die ersten Bilder verwackelt werden. So kann die Kamera sich beruhigen und die Aufnahmen können gestartet werden. Die Kamera legt dann auch vollständig los. Du siehst übrigens auch keinen Preview, wie sich die Schärfentiefe verstellt. Da macht die Kamera keine Vorschau. Du musst dich also darauf verlassen, dass es funktioniert. Und ganz ehrlich, hier wirst du je nach Motiv experimentieren müssen, wie viele Motive du wirklich brauchst, um die Schärfe komplett abbilden zu können. Wenn du Focus Stacking öfters machen möchtest, dann empfehle ich dir absolut Helicon Focus. Die Software kostet zwar ein bisschen was, aber ganz ehrlich, die 50 € sind gut investiert, denn mit Photoshop oder Luminar ärgerst du dich eigentlich nur rum. Und die Software ist wirklich super einfach zu bedienen. Du ziehst die Bilder rein. Hier kannst du auch noch mal kurz die Schärfe durchklicken. Hier sieht man auch ganz gut, wie die Schärfe quasi wandert.
und dann nach einem Preview kannst du das Bild einfach zusammenfügen. Je nachdem, wie viele Aufnahmen du hast, rechnet Helicon Focus ein paar Minuten, aber dann hast du ein fertiges Bild und kannst es dann in Photoshop weiter bearbeiten. Und was wir dann in Photoshop gemacht haben, ist natürlich noch ein bisschen Detailretusche, weil blöderweise mit so einem großen Sensor und so nah dran im Makromodus siehst du halt einfach alles. So gut kannst du diesen Stein gar nicht putzen und daher geht es halt da dann munter ans Flecken entfernen. Das kann man beispielsweise versuchen mit Staub und Kratzer entfernen mit dem Filter. Oder halt dann auch manuell mit Kopierstempel, mit den verschiedenen Reparaturpinseln. Da muss jeder auch ein bisschen seinen eigenen Workflow erfahren. Wichtig ist nur bei so einem Stein, dass man natürlich die Strukturen erhält und die Kanten möglichst nicht anfasst. Dann noch ein bisschen abschließend Farbkorrektur und der Stein ist damit dann fertig. Aber klar ist, man darf den Aufwand nicht unterschätzen. Man sitzt hier natürlich, sage ich mal, von der Aufnahme bis hin zum fertigen Steinchen schon nicht nur ein paar Minuten, sondern das kann auch mal locker eine Stunde dauern, vielleicht sogar mehr, je nachdem wie aufwendig es ist. Was ich hier gar nicht gezeigt habe, ist den Aufbau zu machen. Das heißt, das Einspiegeln der verschiedenen Effekte, dass es schön blitzt und glänzt, das ist ja nochmal eine ganze Kunst für sich. Ja, und das hier, das ist jetzt unser fertiges Motiv, von vorne bis hinten scharf, sehr, sehr gut aufgelöst und natürlich noch geputzt, gereinigt und ein wenig auf Vordermann gebracht mit der Nachbearbeitung. Als Basis haben wir ein Makroobjektiv mit Zwischenring. Wir haben das Focus-Stacking der Kamera benutzt, es danach mit der Software zusammengebaut zu einem durchgehend scharfen Motiv und dann noch in Photoshop nachbearbeitet. Dieser Workflow, den kannst du natürlich auf sämtliche Makroobjekte anwenden, die sich eben nicht bewegen. Und genau das wollte ich dir in diesem Workshop hier zeigen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich auf deine Kommentare, wie du deine Makroaufnahmen machst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hier. Bis bald! Dir hat das Video gefallen? Klasse! Dann freue ich mich über ein Like und ein Abo, damit du auch zukünftig keine weiteren Workshops und Tutorials und natürlich auch Tests verpasst. Bis bald!